Was mit dem Erlenhof bereits in den 20er Jahren beginnt, setzt sich nach dem Krieg im Wiederaufbau fort. Nach dem Nazi-Terrorregime und den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs haben nur 17% des Mannheimer Wohnungsbestands den Krieg ohne Schäden überstanden. Über die Hälfte ist komplett zerstört. Die Konsequenz daraus ist, dass wieder viele Menschen sich sehr wenig Wohnraum teilen müssen. Teilweise müssen sie in Notbaracken hausen, teilweise sogar in Bunkern. Also wir haben eine katastrophale Situation und die Stadtpolitik sagt von Anfang an, die Lösung der Wohnraumfrage, das ist die Aufgabe Nummer 1 für uns. Und als kommunales Unternehmen ist die GBG nach 1945 sicherlich das wichtigste Mittel für die Stadt, um den Wiederaufbau voranzubringen. Also die GBG ist der Motor des Wiederaufbaus in Mannheim. Dieser Motor benötigt nach dem Krieg neben Geld auch Einfallsreichtum. Und so entsteht 1953 die Idee, dass eine Bundesgartenschau als städtebaulicher Treiber funktionieren könnte. Die Idee? Eine Schau, die zeigen soll, wie unterschiedliche Wohntypologien und grüne Landschaftsentwicklung Hand in Hand gehen. Konkret möchte man die Aubuckel-Siedlung im Stadtteil Feudenheim für die Gartenschau 1957 entwickeln. Zum 350. Stadtjubiläum. Der Gemeinderat nimmt damals von der Bewerbung zwar Abstand, doch die Aubuckel-Siedlung wird dennoch gebaut. Die Bundesgartenschau kommt dann aber auch noch nach Mannheim. Und zwar 1975. Mit ihr kommen nicht nur tolle Parkanlagen, sondern auch eine Neubausiedlung, die ebenfalls richtungsweisend für den zukünftigen Wohnungsbau in Deutschland sein wird. Die Rede ist vom Herzogenried. Die Gesamtanlage umfasst nach ihrer Fertigstellung 1992 Wohnungen, von denen 1011 allein von der GBG getragen werden. Hier werden Kindergärten, Schulen und 2 Einkaufszentren direkt mitentwickelt. So gestaltet die GBG im Laufe der Zeit fast alle Mannheimer Stadtteile mit. Als Akteur wird sie für die Stadt immer unverzichtbarer. Neben bezahlbarem Wohnraum entstehen durch ihr Engagement auch Altersheime, Schulen, Jugendhäuser, Bäder, Studentenwohnheime, Kindergärten, Spielplätze und Gebäude der öffentlichen Verwaltung. Mit Neubauten lässt sich wirksam punkten. Doch Verantwortung übernehmen heißt oft, abseits der Scheinwerfer seinen Pflichten nachkommen. So ist die Instandhaltung und Modernisierung bestehender Gebäude Teil der GBG-Verpflichtung gegenüber Mietern und Stadt. Schauen wir hier auf das Beispiel Schönau. Circa 53% des heutigen Wohnbestands liegen im Verantwortungsbereich der GBG. Das sind um die 3400 Wohneinheiten. Diese Masse an Wohnbestand stetig zu sanieren, ist ein Kraftakt. Der Betrag von mehr als 200 Millionen Euro, der seit 2005 in die städtebauliche Erneuerung des Stadtteils fließt, verdeutlicht dies. Die GBG macht Mannheim so im Laufe der Jahre für alle Altersgruppen lebenswerter. Was entsteht und instand gehalten wird, sind nicht einfach nur Gebäude. Durch die integrierende Wirkung ihres Schaffens hält die GBG die Stadtgesellschaft zusammen.